Das Meisterwerk ist back 2026, der Frühling ist da und Prada L'Homme blüht wieder richtig auf. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance Dog aus Hamburg. Yes, wir gehen rein. Der Saubermann-Duft schlechthin mit einem sehr coolen, aber doch strangen Flakon irgendwie, ne? Also wenn man das mal so richtig betrachtet, ne? Und das ist immer noch die erste Auflage hier, wo er rausgekommen ist. Aber dieser Duft verliert einfach nicht an seine Schönheit, Intelligentheit. Nein, wir wollen jetzt nicht übertreiben. Aber seine Schönheit, Sexappeal, das Weiche, die Iris, das ist einfach ein Traum. Das ist wirklich einer der schönsten Saubermann-Düfte überhaupt. Und jetzt gerade im Frühling 2026, wo das Wetter jetzt endlich im Frühling schwappt, dann müsst ihr euch diesen Duft holen oder wieder rausholen, ganz klar. Weil das ist einfach ein Iris, dann Amber und Neroli-Duft. Das Neroli vergesst mal bitte. Ne? Also ich finde hier im Hintergrund Neroli nur minimal, fast gar nicht wahrzunehmen für meine Nase. Und ich rieche eigentlich sehr gut, aber hier habe ich nicht wirklich Neroli am Start. Ich kann mal sprühen. Nee, also es ist wirklich, die kriegst sofort die Iris, Amber so ein bisschen, ne? Mehr Iris, mehr eine schöne, cremige, schon fast wolkenartige Cremigkeit. Und was du hier kriegst, ist, sag ich mal, nicht das Neroli, sondern das Veilchen. Also auch wieder ein bisschen blumenmäßig, also Iris-Veilchen ist klar. Und sehr schönes Teil, ein bisschen Patchouli gesellt sich auch noch hinzu. Ja, also, aber auch hier Patchouli im Hintergrund. Also es ist kein Patchouli-Duft, also keine Angst, nein. Und dazu kommt dann noch Pfeffer und ich glaube Rosengaranie und Zeder. Das ist eigentlich alles, das ist der Duft. Und das ist eben ein absoluter, im Endeffekt ist es doch ein Gamechanger. Er funktioniert einfach überall. Ob ihr im Büro arbeitet, das ganze Jahr. Ob ihr am Strand geht im Sommer oder Frühling, ihr spazieren geht oder im Sommer da rumschwitzt, der funktioniert. Beim Essen gehen, beim Date. Im Endeffekt funktioniert Prada L'Homme ganz schön. Und ich habe ja schon in der ganzen Zeit, wo ich das hier mache, und das ist ja noch schon etwas länger, habe ich immer erwähnt, dass Prada mit die schönsten sexy Düfte macht. Wenn man sich die ganzen Prada Düfte mal so, sag ich mal, unter den Riechkolben führt oder überhaupt mal durchgeht, dann merkt ihr immer so ein Schema, was Prada schafft es immer wieder. Guck mal, Prada Luna Rossa Sport zum Beispiel oder diese Reihe hat auch eine typische Prada-DNA, aber nicht die typische Prada-DNA, die hier drin ist. Aber das ist auch typisch Prada. Prada ist schon nice, ne? Also sie können sich schon, sag ich mal, ein bisschen arrogant oben hinstellen, so der Teufel trägt Prada, wer den Film kennt, ist auch so ein bisschen oben herab, weil sie machen das meines Erachtens, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wenn es nicht so ist, machen das richtig schön. Und wir können jetzt auch auf Parfumo gucken, whatever, der Duft ist, glaube ich, immer noch richtig gut bewertet, ja. Und Daniela Andria, wenn das jetzt der Nachname richtig ausgesprochen ist, hat diesen Duft kreiert. Und ja, das hat sie auf jeden Fall, hat sie da einen Brecher und einen Kult-Status-Duft rausgebracht, der meiner Meinung nach allerdings nie so einen Kult-Status, was ich schade finde, glaube ich, wie Boss Bottle und whatever kriegt, obwohl das eigentlich verdient hätte. Genau und daran könnt ihr sehen, wie gut der ist. Ob der nun verwässert worden wäre, ein bisschen oder nicht, weiß. Also es hieß ja immer, dann wurde er wieder besser, dann wieder schlechter. Trotzdem bleibt die DNA, ja. Und dieser Duft spiegelt das irgendwie so, dieses Boss Bottle hat was geschafft, Job Om hat was geschafft, jahrelang Cool Water in den Parfümerien weiter zu stehen. Und ich glaube, er ist auch da so bei, aber nicht ganz so, obwohl er meines Erachtens genau dort sich einreihen kann. Das schaffen in den letzten Jahren ja nicht viele, ganz wenige Düfte, wo ich sage, der bleibt für immer.
So, und das ist bei Prada L'Homme definitiv der Fall, weil, guck mal, wenn diese DNA ist einfach herrlich. Das ist einfach herrlich. Und ich glaube, dass ich den heute sogar auflegen werde. Genau, ich glaube, das könnte ich mal machen. Heute ist zwar nicht ganz, aber wir haben Sonne, wir haben 14 Grad, es ist egal. Dieser Duft funktioniert. Ein schönes Teil. Ich bin natürlich froh, noch die alte zu haben. Trotzdem, wie gesagt, jetzt die neue, aktuell, das, wo ich jetzt rausgehört habe, ist trotzdem noch gut. Viele übertreiben natürlich immer, kennt ihr ja, bla bla bla. So, die Haltbarkeit und die Sillage. Ja, im Endeffekt, ihr kennt ja, aber ich will das jetzt nicht immer in jedem Video predigen, was ich von der Haltbarkeit, warum, das muss man eigentlich gar nicht erwähnen, weil jede Haut anders ist. So, aber ich habe so, bei mir ist er so, sag ich mal, doch tatsächlich 7, 8 Stunden am Start, aber dann auch natürlich schon ein bisschen hautnah. Aber andere, das kommen wir zu Sillage, nehmen den eigentlich trotzdem ganz gut wahr, wenn er auf den Klamotten ist und so manchmal ein bisschen besser als immer auf die Haut, nicht immer raufhauen. Aber dementsprechend ist das ein schönes Teil. 7, 8 Stunden reicht komplett. Das ist locker ein Bürotag. Wenn es jetzt im Büro getragen wird, ihr könnt den auch auf dem Bau tragen oder als Kommissionierer oder als Schlosser oder als Bäcker, nicht unbedingt wegen Parfüm. Aber sonst benutzt den, wann ihr wollt. Er funktioniert. Wenn ihr ein Date habt, dann funktioniert der so und so, weil er riecht einfach sauber. Egal, was ihr vorhabt. Ich glaube, ich kenne auch keinen, der sagt, der riecht schlecht. Es sei denn, diejenige oder derjenige hat ein Problem mit Iris. Das kann natürlich sein, aber sonst gibt es eigentlich gar kein Problem. Sollte es eigentlich gar kein Problem geben. Ja, dementsprechend lassen wir es so stehen. Prada L'Homme von Prada. Der Saubermann schlechthin 2026. Holt den jetzt wieder raus, tragt den, weil ich mache das immer so gern jetzt so. Man muss auch mal wieder die Düfte zeigen, die auf jeden Fall auch immer noch funktionieren, die wieder so ein bisschen in dieser Bubble jedenfalls jetzt vergessen werden und dementsprechend haut rein. Und Grüße gehen raus an euch und Prada L'Homme Style. Also haut rein, geht raus mit diesem Duft. Bis zum nächsten Mal, Freunde.